Seid gegrüßt, ihr lieben Reisenden. Hier in Teil 6 unserer Korsika-Reihe 2025. Wir, das sind Ulla, Dieter, das bin ich, und unser kleiner Hund, die kleine Mia, waren auf dieser traumhaften Insel Korsika Ende Mai. Diese wunderschönen Bilder hier kennt ihr aus den Teilen davor. Wenn ihr die Teile noch nicht gesehen habt, nicht schlimm, könnt ihr ja noch nachholen, klar. Jetzt sind wir erstmal bei Teil 6. Mit diesem Teil hier beenden wir dann die Playliste. Wir zeigen euch einen Campingplatz nähe Bastia, der somit nahe Richtung Fähre liegt und der kann richtig toll für Familien mit Kindern genutzt werden. Der ist berühmt für seine Wahnsinns-Sonnenaufgänge. Wir nehmen euch mit auf die Rückreise. Übrigens, das komplette Bildmaterial, was ihr hier seht, sind alles Eigenaufnahmen, die dann per Hand zu diesem Video von mir geschnitten wurden. Am Ende zeigen wir euch noch, was dieser Urlaub so für uns gekostet hat. Aber vorher dann noch auf dem Festland zeigen wir euch die beiden interessanten Plätze, die wir da noch besucht haben. Das ist mit Sicherheit auch noch sehr informationsreich für euch. So, dann würde ich sagen, es geht los nach dem Intro. Jetzt haben wir eine schöne Ansicht hier. Nach 300 Metern fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Erste Ausfahrt. Wir verlassen Kap Kors, sind an der Ostküste und fahren Richtung Süden. Ziemlich genau in 2 Tagen geht unsere Fähre. Unsere letzten 2 Tage wollten wir noch am Meer genießen. Der letzte Platz habt ihr gesehen, der hatte nur einen Pool. Der war zwar sehr schön, aber kein Meerzugang und recht teuer, muss ich sagen. Um unseren ausgewählten Platz zu erreichen, müssen wir nochmal durch Bastia. Ist ja unser Abflughafen, sag ich mal. Hier möchte ich euch nochmal auf die Höhenbegrenzung aufmerksam machen. Diese Ketten, die wollen euch eigentlich retten. Reibt sich. Ja, geht dahinter unterm Tunnel. Seht ihr irgendwas mit 2,30 Meter? Fahrt immer erst rechts. Außer wenn da irgendwas steht von 4 Meter und noch was. Dann geht's durch den Tunnel. Den zeige ich euch jetzt. Weil da müsst ihr nämlich durch, weil der Yachthafen unter Tunnel ist. Sonst kommt ihr nicht auf die andere Seite. Hier links bereits für euch schon ein kleiner Vorgeschmack, wenn ihr mal auf die Insel kommt. Dann kommt ihr hier links aus dem Bauch des Schiffes, aus diesen beiden Öffnungen raus. Zumindest wenn ihr von Deutschland kommt und nicht über Marseille fährt. Wir geben ein bisschen Gummi und da seht ihr schon die hohe Kette. Bei der geht es wie gesagt unter dem Yachthafen hinweg. Die Entfernungen hier, die sind alle kein Hexenwerk. Ich sag's nochmal, von Norden nach Süden sind es 183 Kilometer auf der Insel und die Breite sind 83 Kilometer. Somit ist hier alles top erreichbar, so wie unser ausgewählter Campingplatz. San Damiano kennt der eine oder andere mit Sicherheit. Wir befinden uns hier. Packen wir da irgendwie so ein. Ne? Die genaue Adresse blende ich euch noch ein. Jo, wir sind da. Keine Ahnung, wie spät war. Wir haben auf jeden Fall noch morgens früh. 20 nach 11. Rezeption, das hat super geklappt. Das ist hier so ein Großcampingplatz. Das Schöne finden wir jetzt, dass der nah an der Fähre ist. Und da war ja in Kap Kors, da war ja jede Menge Stau und alles. Das wäre auch zu weit weg gewesen. Und weil wir schon um 10 Uhr spätestens an der Fähre sein müssen, übermorgen ist das schon, ne? Ja. Dann haben wir morgen noch einen schönen Tag hier. Aber das ist so ein Großcampingplatz, wo wir eigentlich so nicht gerne stehen. Aber für die Zwecke jetzt finde ich es toll. Und wir checken jetzt mal alles hier, wie Sanitärhaus ist. Und ne, morgen können wir hier noch hier chillen. Was schon mal schön ist, da ist ein Baby, da kriegt die Ulla direkt schon die Oma-Gefühle, weil wir ja zum 2. Mal Oma und Opa geworden sind. Und wir haben das Kleine noch nicht gesehen, weil wir jetzt hier auf Korsika sind. Da sind wir natürlich total gespannt, ne, Ulla? Ja. Beziehungsweise nur auf dem Video haben wir ihn gesehen, ne? Ja, und heute Morgen mal beim Telefonieren so ein bisschen am Knatschen, ne? Also ich glaube, ich habe das schon ziemlich gut nachgemacht. So, und da ist Wasser. Wir haben Meerblick. 2. Reihe wohl, weil 1. Reihe ist schon alles weg. Und die an der Rezeption, die konnte Deutsch. Das war die einzige, die tatsächlich hier auf Korsika Deutsch konnte. Ne? Die hatte ich nirgendwo. Ne? Die waren schon sehr geschult.
Und aber ein Terminal zum Eingeben. Also nächstes Mal, wenn wir da so kommen, brauchen wir noch einzutippen, pup, 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 dann sind wir schon safe. Ja, okay. Jo, Strand direkt am Wohnmobil. Und die Fähren sehen wir auch. Also eigentlich stehen wir direkt da hinter dem weißen Bus. Und hier ist ein ellenlanger Strand. Schön. Ja, wir brauchen da einen Pool. Hier soll man wunderschöne Sonnenaufgänge sehen. Ich kann mir vorstellen, die geht da hoch auf. Da werden wir direkt mal die Schluppen wegschmeißen hier. Und uns ins Wasser begeben. Wuhu! Alter, hier geht's ja direkt runter. Die Mia. Auch fast abgesoffen. Uli, hier können wir schön liegen. Morgen haben wir auch schönes Wetter. Schön hier. Für das es hier mittags um 17 Uhr war, war es hier verdammt ruhig. Sehr schön. Dann haben wir erstmal schön geschillt, ne? Ich habe mir dann erstmal einen unserer schönen leichten Stühle geschnappt. Mich hingesetzt. Und kommt bitte mit, ihr könnt jetzt alles aus meiner Perspektive sehen. Herrlich die Vöglein, oder? Aus der Ferne hört man das Meeresrauschen und ein Käuzchen. Und dann war ich plötzlich im Paralleluniversum. Ich träumte von einem herrlichen Strand auf Korsika, Bastia, Ostküste. Das Meeresrauschen wurde immer lauter. Das Wasser mit einer überaus angenehmen Temperatur berührte mich. Und dann war dieser wunderschöne Tag auch schon wieder vorbei. Guten Morgen. Wir haben 4:35 Uhr, so was um den Dreh. Vielleicht ein bisschen später. Ich bin ganz früh aufgestanden, weil hier an der Ostküste, in der Nähe von Bastia, soll man den Sonnenaufgang so cool sehen. Und der hat schon angefangen, ja. Seht ihr das, wie schön rot? Und bevor ich euch jetzt den Campingplatz zeige, wollte ich euch eben zeigen, wie hier die Sonne aufgeht. Naja, jetzt werde ich mich hier 30 Minuten lang von den Mücken zerfressen lassen, um diesen schönen Sonnenaufgang zu sehen. Ja, und sowas habe ich Spaß. Und dann 42 Mücken weiter. Ja, da hinten geht's los. Schaut mal, wie schön das da aussieht an den Bergen. Der finale Moment hier im Zeitraffer. My fears relieved. How precious did that grace. Ja, da ist er, das Sönnchen. Wahnsinnsmoment. Sehr schön. Ich nehme jetzt hier noch ein bisschen auf. War auch schön, da hinten sieht man jetzt die Fähre reinkommen. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf der Zeitraffer ist. Ach, guck mal, die gehen baden. Das ist ja wohl ärmer. Das sind so ganz harte. So, jetzt aber eine Arbeit, Platzvorstellung. Ja, den Sonnenaufgang, den haben wir im Kasten. Jetzt will ich euch noch mal das Waschhaus zeigen. Also das ist ein riesengroßer Campingplatz hier.
denkt man nicht, dass ich alles aufnehmen kann. Den Rest den müsst ihr auf der Webseite euch reinziehen. Oder ihr zieht euch das Video von den beiden rein. Die waren im gleichen Jahr da und die haben das richtig ausführlich hier alles gezeigt. Dann geht der erste schon duschen. Da muss ich aber schnell rein, weil ich dem die Kamera nicht auf den Pelz halten. Also hier ist eine Hundedusche. Guten Morgen. Freundlich. Hier kann man die Füße sauber machen, wenn man vom Strand kommt. Habe ich euch schon gesagt, dass ich Sanitäranlagenfilmen hasse? Das hier wurde regelmäßig geputzt und ist halt so ein typisches, modernes für so einen großen Campingplatz. Hier roch's okay. Duschen konntest du hier prima, wenn dein Vorgänger anständig sauber gemacht hat, weil so schnell konnten die jetzt auch wieder nicht putzen. Ne? In den Bewertungen wird pikiert und das nicht ungerechtfertigt, dass man hier auch mittendrin Geschirr spült. Seht ihr hier gegenüber von den Duschen, links sind die Waschbecken. Für uns jetzt okay, wir spülen immer Wohnmobil. Habe ich gestern geduscht, super duschen. Wenn die Leute sauber machen. Die Toiletten wurden regelmäßig gereinigt. Hier könnt ihr hinkommen. Jetzt aber auch schnell raus. Puh. Lieblingsjob erledigt. Ich hab's ja nicht so, weil es drinnen so roch. Hier rechts ist die Chemie-Klo-Entleerung. Der Himmel ist immer noch so herrlich rot. Da hinten ist ein riesengroßer Spielplatz. Hier werden wohl neue Plätze eingelegt. Da hinten ist der Pool. Ich weiß nicht, ob man den sehen kann, ob ich den filmen kann. Doch, den konnte ich filmen. Gleich zeige ich ihn euch. Hier gehen wir mal rein. Restaurant, Bar, Plage. Ja, und ihr seht, für Kinder super, oder? Ja, und schon sind wir am anderen Ende des Strandes. Hier ist natürlich nichts los, weil ich jetzt zu früh bin. Ja, so sieht's aus hier. Hört mal das Täubchen. Und da ist die Rezeption. Gucken, ob hier keiner ist. Dann kann ich den Schwimmbadbereich mal filmen hier, damit man sich hier so einen Eindruck schon mal machen kann, wenn ihr hier hinkommt. Ja, das ist der Pool. Wir waren leider nie drin. Aber vielleicht kommen wir ja mal mit der Enkel hier hin. Da ist der Pool. Von da aus haben wir gerade gefilmt. Da ist wieder die Einfahrt. Hier um 7:30 Uhr macht dann gleich, und da bin ich gleich, da können wir Brötchen holen, der Shop auf. Gavero Express. Wir waren ja jetzt zweimal 3 Wochen schon auf der Insel und so einen großen Platz haben wir nirgendwo angetroffen. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Ich weiß gar nicht, ob man hier drüber gehen kann. Ja, ein schöner Teppich, nicht wahr? San Damiano. Oh, warte mal, dann machen wir jetzt mal eben ein schönes Foto. Ja, das war er, San Damiano. Ja, wir haben den Tag danach. Abreisetag 7:14 Uhr. Donnerstag, der 29.05. Wir waren zeitig wach. Die Fähre sollte um 11 Uhr losgehen. Ich sitze hier noch in Overbox. Ich fahre noch schon nach vorne. Noch ein paar Dinge am Wohnmobil geregelt, wie Abwasser loswerden. Für heute hatten wir uns ein großes Ziel gesetzt. Wir wollten jede Menge Kilometer machen. Wir wollten nämlich noch bis hinter dem Gotthardtunnel. Das sind gesamt 580 Kilometer. Wir fahren jetzt erst zur Abwasserstation. So, und unsere Fähre sieht man jetzt gar nicht mehr aus. Die steht da im Hafen. Die werden wir gleich noch zu Genüge sehen. Schön hier mit den Palmen, ne? Diese Abschnitt. Wir kommen aus dem Süden. Rechts haben wir das Wasser. Klar, sonst wird da kein Schiff stehen. Sowieso. Und jetzt kommt eine ganz kleine, unscheinbare Einfahrt. So, da ist sie, die Einfahrt. Da ist das Schiff. Hier ist die Einfahrt. Der Port. Also, willst du mal eben bitte?
Ganz kurz. Wenn ihr die aus der Richtung verpasst hättet, ein Stückchen weiter kommt ein Kreisverkehr, da fahrt ihr dann einfach rechts. Das ginge dann auch. Nach 100 Metern halten Sie sich rechts. Ja, das ging alles jetzt super easy. Also mindestens 5-mal haben wir jetzt E-Mails gekriegt seit der letzten Woche. Bitte melden Sie sich mit Ihrer Bordkarte an. Dann gibt man die Personalausweisnummer da ein und kann die schon downloaden per PDF. Ja, ich hatte die jetzt per PDF und habe bei der jungen Dame da vorne, wir sind jetzt gerade nur hier kurz um die Ecke gefahren, da stand die Dame da schon, hat nach der Nummer gefragt, dann tippt die irgendwas in ihr Gerät ein und ja, die Motorradfahrer, die sind hier speziell. Und dann kriegt man hier sowas. Wir sind jetzt zeitig hier, einloggen wird jetzt kein Problem mehr sein. Ja, und dann ging es los. Einloggen war tatsächlich kein Problem. Ich, Blödmann, hatte die Scheibenwischanlage angemacht, damit ich hier ein schönes Filmchen machen kann. Ja, und der Ticket, was ich euch gerade gezeigt habe, das ist abgegangen. Und deswegen hat der Mann, der jetzt hier kommt, uns freundlich angesprochen. Aber das war kein Problem und wir konnten dann weiter. Warum war es kein Problem? Ihr habt alles aufs Handy. Ulla hatte da schnell gezippt und dem Mann das gezeigt. So, jetzt schräg drauf. Ja, immer wieder spannend, dieser Moment. Schräg drauf, kennt ihr alles schon, wer es noch nicht kennt, damit das Fahrzeug hier nicht aufsetzt. Luftfederung kann da helfen. Wir sind jetzt schon ein paar Mal Fähre gefahren, aber der spannende Moment hört nicht auf. Richtig cool. Ich behaupte mal, im Wesentlichen kann hier nichts passieren, auch wenn ihr nervös seid. Guckt einfach auf die gelben Männer, die zeigen euch genau, wo ihr hin müsst. Einweiser waren hier genug und ja, wie gesagt, wir können nur sagen, mit Corsica Ferris sind wir sehr zufrieden. Also ich kriege von denen keine Kohle oder dergleichen. Ich würde wohl immer wieder mit Corsica Ferris fahren und ich würde niemals mehr von Genua aus fahren. Ja. So, Schnucki. Wieso seht ihr alles in meinen vorangegangenen Videos? Wir sind bereits in der Kabine. Wir haben 10:30 Uhr und die Kabine ist wirklich richtig schön. Wir sind auf der Mega Express 2 und ich muss zu Hause mal gucken, ob wir mit der schon gefahren sind. Ihr werdet es wissen aus meinen Videos. Ja, wenn man ankommt, dann schließt hier ein Steward auf. Wir haben jetzt die 5044, dann hängt der Schlüssel hier, den kann man sich dann in die Tasche stecken und dann ist das euer. Ich glaube, so eine saubere Kabine hatten wir noch nie, ne, Maus? Die ist ordentlich, ja. Die ist schön. Ich zeige euch mal eben das Toilettchen und gleich legen wir schon ab hier. Vorsicht, Licht geht an. Ja, das mit dem Vogel, das habe ich jetzt gerade gemacht. Picobello sauer. Also hier würde ich tatsächlich auch duschen. Die Mia, die ist schon wieder am. Und jetzt Vorsicht, ich mache hier mal auf. Die Mega Express 2, so wie die 3, wo wir mitgekommen sind, die haben richtig schöne große Außenfenster. Und kein Deck mehr da, wo Leute jetzt laufen. Gut, die sind jetzt nicht die saubersten Fenster, aber schön, ne? Hier können wir jetzt auch sehen, wie wir auslaufen. Sieht man den ganzen Hafen von Bastia. Mit Wehmut, aber auch Sehnsucht zu unserer Familie verlassen wir Korsika. Unser Fazit: auf jeden Fall noch mal hin, wenn es geht. Ulla, wir verlassen Bastia. Nochmal, das Mikro hat das nicht verstanden. Beim nächsten Mal, wenn wir kommen, möchte ich gerne Bastia besichtigen. Mit wem fährst du denn dann? Wer fährt dich denn hier hin? Wenn wir heute noch die 400, 500 Kilometer fahren da bis durch die Schweiz, dahinter ist es kalt. Ne? Übernachten werden wir richtig schön kühl. An der Reuss, am Bergbach. Oh, es sieht richtig schön aus hier.
Danke, Uli, für diesen wunderschönen, traumhaften Urlaub mit dir. Ja, und natürlich an die kleine Mia, nicht zu vergessen. So, ein letzter Blick auf die Spitze von Korsika, Kap Kors. Und dann ging es Richtung Festland, Savona. Hier liegen übrigens diese mystischen Ringe auf dem Meeresboden, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Unsere Überfahrt dauerte ca. 8,5 Stunden. Zurückgelegte Strecke ca. 230 Kilometer. Hier bereits Festland in Sicht. Und dann nach so einer schönen Überfahrt direkt Stress. Aber was nützt es? Wir hatten heute noch 350 Kilometer vor der Brust. Und wir haben schon 19:30 Uhr. Ja, die Ulla und ich, wir sind bereit. Ab zum Enkelkind. 2. Ja. Und 1 auch. Ja, 2. Da ist doch der eine bei, oder? Ach so, ja, okay. Zu beiden Enkelkindern, so meintest du. Ich glaube, ich muss das nochmal komplett neu aufnehmen, mich mit Ulla absprechen. So, wir stehen auf jeden Fall mitten vom Loch hier. Da die Schranke geht gerade runter. Dann kriegen wir endlich wieder frische Luft, weil das ist total stickig. So, auf geht's. Ich lasse den LKW mir erst raus, wa? Die Ulla und ich, wir bedanken uns an das Fährunternehmen. Super hier hingebracht und auch wieder zurückgebracht. Danke. Übrigens, wir hatten mit dem ADAC gebucht. Mittlerweile haben wir eine Kreditkarte, könnten sofort da buchen. Aber weil wir mal Pech hatten, buchen wir weiterhin beim ADAC. 2023 waren wir auf Sardinien. Ersatzlos wurde uns dann unsere Rückreise storniert von einer anderen Reederei. Das fanden wir Sauerei. Ja, und da waren wir froh, dass wir den ADAC hatten. Boah, ich brauche frische Luft, ey. Das ist kontraproduktiv, weil wir haben noch jede Menge Kilometer vor uns. Genau 350. Hier die Animation. Ich habe die euch so vorbereitet, dass ihr die Alpen schön seht. Wir flitzen erst Richtung Mailand und dann kommen auch schon die Alpen. Unser Ziel, Gotthardtunnel, fertig machen. Im Nachhinein betrachtet war das eine sehr anstrengende Hausnummer. Vorteil ist, du hast den ganzen Tag gespart, weil spät abends der Tunnel frei ist. Jo, wir sind an der Schweizer Grenze. Wie spät haben wir denn? Wir haben 21:56 Uhr, also 22 Uhr. Sieht gut aus. Der Tunnel scheint auch frei zu sein. Handys sind schon auf Flugmodus. An der Grenze keine Kontrolle. Können so durchfahren. Guck mal, haben wir gerade gesehen, der sah gewaltig schön aus. Den haben wir nassen noch nie so gesehen. Geradeaus auf A9. Okay, machen wir. Ab auf die A9. Warum zeige ich euch den hässlichen Vogel hier? Das ist der Gotthardtunnel. Wir haben es geschafft, Leute. Wir waren todmüde, ich habe kein Filmmaterial gemacht. Wir haben uns sofort hingelegt und gepennt. Und wie wir da gestanden haben, das zeigen wir euch jetzt. Guten Morgen. Ja, der nächste Tag. Wir sind an der Reuss angekommen. Unser Plan ist aufgegangen. Gestern sind wir eingerutscht durch den Tunnel. Da kannst du nur von träumen. Ja, und jetzt ist es hier schön laut. Als wir gestern ankamen, war der Platz rappelvoll. Und wir haben uns hier einfach jetzt in die Scheune reingestellt. 15 € dann so ein Kuvert gelegt. Guten Morgen. Und haben uns dann hier hingestellt. Hier ist es schön kühl. Einige packen jetzt schon zusammen und ich suche mir einen schönen Platz, wo wir uns jetzt hinstellen. Warum suchen wir einen Platz? Ja, weil wir stehen hier in der Scheune und haben Angst, dass der Betreiber uns da einen auf die Nuss kippt, ne? Wir hatten schon die Befürchtung, aber der ist schwer in Ordnung. Wir zeigen den euch gleich. Ja, die Sitze haben wir gewählt. Hier schön am Mäuerchen mit Blick auf der Reuss. Ja, hier ist die komplette Entsorgung. Der Platz, der lichtet sich hier ziemlich schnell. Da kann man die Toilette leer machen. Hier ist Abwasser, da ist Frischwasser. Schaut mal, selbst da oben stehen die Wohnmobile. Und hier raschelt die Reuss.
Eigentlich haben wir den Platz ja nur zum Frühstücken genutzt. Ich zeige euch jetzt aber nach unserem Frühstück noch ein bisschen. Und wie gesagt, den Betreiber haben wir auch noch kennengelernt. Den zeige ich euch auch. Ja, das Geräusch hat eher noch was Entspannendes. Hier ist Information, Check-in. Dann nimmt er da rechts neben der Kasse so eine kleine Tüte, stopft da 15 € rein. Wir hatten gestern nur Kleingeld. Da habe ich das kaum durch das Loch da gekriegt. Ne, Tüte, Platznummer draufgeschrieben oder Kennzeichen. Und dann ab da rein die 15 €. 5 € kostet, glaube ich, der Strom. Ja, da steht. 24 Stunden könnt ihr hier stehen, deswegen hatte ich die Uhrzeit aufgeschrieben. Aber wir fanden es so, wir bleiben hier keine 24 Stunden. Schaut mal, das Bergmassiv hier. Klasse, oder? Ja, und hier ist saukalt, im Gegensatz zu gestern. Weil gestern waren wir noch auf Korsika. Das ist wieder so ein selbstgebautes. Die faszinieren mich ja irgendwie, muss ich sagen. Ah, guck mal, hier ist Müll. Und hier ist herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wieso kann ich euch den Platz empfehlen? Ein Camperstübli. Der ist nicht nur sehr sauber und gespickt mit solchen wunderschönen Details, Schaut. Camperstübli. wie hier das Stübli oder den Verkauf von Bergkristallen. Ja. Pay here, Kasse. Hier könnt ihr bezahlen. Sowas überlässt der Betreiber Rudi übrigens seinen Mitarbeitern. Das finde ich auch super. Aber wieder zum Platz. Also der ist strategisch super gelegen, direkt am Gotthardtunnel in den Alpen. Von Deutschland aus liegt er noch vor dem Gotthardtunnel. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, ihr macht so stressig wie wir oder so wie die hier, die fahren nämlich gerade weg und pennt erstmal schön aus und stellt euch dann gemütlich in den Stau. Sorry Leute, kommt da arrogant drüber, aber ist tatsächlich so. Uns wäre ja eventuell Version 2 auch lieber, aber Ola und ich, wir sind noch berufstätig. Und hier ist er, dem wir den schönen Platz zu verdanken haben. Das ist Rudi und der möchte auch so genannt werden. Guten Morgen. Wenn der mal gerade nicht mit seiner Almhüttenverleihung beschäftigt ist, dann flitzt er über den Platz und kümmert sich hier liebevoll um alles. Und redet auch mit den Leuten, so wie hier mit uns. Dass wir die vergangene Nacht so blöd in der Scheune standen, fand der vollkommen okay. So, mit sauberer Scheibe geht's aber jetzt für uns weiter. Wir sind dann noch durch diese wunderschöne, traumhafte Schweizer Landschaft gefahren. Übrigens, ich habe doch gerade mal ohne Worte eingeblendet, was uns der Urlaub gekostet hat. Wir waren schockiert. Warum? Es war weniger, als wir für uns dachten. Soll natürlich heißen, dass wir freudig überrascht waren. Und weil der schöne Platz, der da gleich kommt, so gut wie nichts gekostet hat, eigentlich, nutze ich hier die wunderschöne Kulisse von der Schweiz, den ganzen kompletten Urlaub mal abzurechnen. 2200 €. Und wir waren auf Korsika knapp 2 Wochen. Stimmt das? Ja, insgesamt waren wir, wenn wir morgen nach Hause kommen, 3 Wochen unterwegs. 3 Wochen unterwegs. Da waren wir schon freudig überrascht, dass das eigentlich so wenig gekostet hatte. Stimmt aber alles gar nicht, weil wir hatten uns verrechnet. Es ist folgendermaßen. Und wir haben alle Belege 3-mal nochmal durchgerechnet und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Mit Fähre, mit Maut, mit allem drum und dran 1770 €. Wahnsinn, oder? Für 3 Wochen Urlaub. Das musst du erstmal schaffen. Jetzt waren wir da nicht sonderlich sparsam, außer dass wir da nicht sehr oft aus Essen gegangen sind. Soll heißen, ab nach Korsika, oder? Ja, hier ist jetzt schon die schweiz-deutsche Grenze. Aha. Ich hab den schön gegrüßt, hatte gedacht, den nennt man, den kannst du durchschicken. Ja. Die Uli setzt zu allen, ja. Und jetzt zeige ich euch noch den nächsten Platz. Der ist auch noch ganz schnuckelig und könnte noch ein guter Tipp für euch sein. Und wieso hatte der uns so eigentlich nichts gekostet? Das ist ein Erdbeer- und Spargelhof. Wir kamen da gerade an zur Spargelzeit und der hatte tolles Essen. Und wenn da keine Spargelzeit oder Saison ist, dann soll man einen Obolus in so einen Kasten schmeißen. Ja, wir sind da. Den haben wir schon umgezogen, die Ulla ist schon parat. Der Dieter auch. Und sind Landvergnügen. Das ist das Ding, was wir euch gerade erzählt haben. Hier Spargelrestaurant, wo man eigentlich kostenfrei stehen kann, wo man da was im Briefkasten schmeißt, den wir immer noch nicht gesehen haben. Ne? Nee, nicht. Hier stehen schon ein paar Leute, ich zeige es euch. Und wir gehen jetzt in das Spargelrestaurant. Abschließend für unseren schönen Urlaub wollten wir nämlich jetzt noch lecker essen gehen.
spät haben wir eigentlich? Irgendwann mit 18 Uhr, ne? 5 nach 5. Ja, und so steht man dann hier. Bis zum Restaurant sitzen nur wenige Schritte. Übrigens, ihr seht, ihr könnt hier auch toll Fahrrad fahren. Wir waren am Anfang der Öffnungszeiten hier und da war noch nicht allzu viel los. Das hatte sich dann nach und nach gefüllt. Geschmeckt hat das richtig gut, sehr, sehr lecker. An dieser Stelle vielen Dank an die Betreiber, dass man hier umsonst nächtigen darf. Für uns, für den Urlaubsabschluss, eine richtig tolle Sache. Für das wir dachten, dass wir hier ganz alleine stehen, ist hier verdammt viel los. Aber das Essen war verdammt gut. Wir haben jetzt 67 € bezahlt, inklusive etwas Trinkgeld. Und die Mia, die geht jetzt hier hoch, die Ulla mit der Mia. Soll ich mit ein bisschen humpeln? Wenn du möchtest, du kannst aber auch zurückgehen. Dann gehe ich zurück. Dann mach ich schon mal auf, ja? Noch einen, ne? Die Mia geht jetzt mit der Ulla. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns bis hier begleitet habt. Vielen, vielen Dank an meine ganzen Abonnenten. Wem es gefallen hat und er hat noch nicht abonniert, Leute, abonniert bitte gerne. Ulla und ich, wir freuen uns sehr. Vielen, vielen Dank auch für eure lieben Kommentare. Das hört sich an, als wenn das hier so ein ewiger Abschluss jetzt ist. Leute, nein, das ist es nicht. Mit den Videos fange ich gerade erst richtig an. Hier hatten wir dann tatsächlich noch eine richtig ruhige Nacht. Die war sehr schön. Hier würden wir jederzeit wieder hinfahren. So gern wir auch Urlaub machen, aber wir waren tatsächlich sehr, sehr froh, dass wir wieder nach Hause gefahren sind. Wir hatten so eine Sehnsucht nach unserer Familie, nach unseren Kindern und unser neues Enkelkind. Der ist übrigens super gelungen, da ist alles dran, kerngesund und ja, eine ganz tolle Seele. Wir sind ganz, ganz stolz auf unsere Kinder und Enkelkinder. Klar, sind wahrscheinlich alle Omas und Opas. Aber noch ein paar Worte zu unserem Kanal hier. Bleibt bitte dran, es lohnt sich. Eine neue Playlist über kostenlose Stellplätze bin ich jetzt gerade am erstellen. Ich bin immer gespannt, was daraus wird. Wie ihr das findet, meine ich. Ja, und es befinden sich schon viele Filmchen im Kanal. Stöbert einfach mal rum. Hier ein paar Vorschläge. Und macht's gut, Freunde.